Ja, einen schönen guten Morgen hier heute bei YouTube. Wir haben es 9 Uhr, herrliches Wetter. Wir haben ein ganz tolles Mercedes Cabrio der Baureihe 111 bekommen. Und das, was diesen Wagen ausmacht, das ist seine wunderbare Originalität. Das gibt es noch sehr, sehr selten. Und zwar ist das ein Mercedes 250 SE Cabriolet. Die sind gebaut worden von 1965 bis 1967. Das ist der seltenste von allen 111ern, die sie gebaut haben. Es gibt von dem Auto nur 950 Exemplare. Dann hat es ab 1968 den 280 SE gegeben und ab September 69 das 300 Liter Cabrio mit 8 Zylindern. Aber dieser hier, der hat noch das alte geflammte Wurzelholz. Schaut euch das mal an, wie schön das erhalten ist. Das ist eine absolute Rarität. Die Autos sind ja nach über 50 Jahren mittlerweile, wenn sie immer Sonne und Wetter und Regen ausgesetzt sind, nicht mehr in dem Zustand. Aber das Auto ist hier hervorragend gepflegt. Das Tolle bei dem Auto ist, er ist 1967 gebaut und er ist komplett dokumentiert. Der Wagen ist in San Francisco erst ausgeliefert worden, war dann 20 Jahre bei einem Besitzer. Und das Schöne ist, wir haben seit 1967 alle Rechnungen und Belege. Das ist sehr, sehr selten. Und haben dann ist er nach 20 Jahren weiterverkauft worden nach Los Angeles. Dieser Besitzer hat ihn nochmal über 20 Jahre besessen, hat ihn genauso gepflegt und dann ist er nach Stuttgart gekommen. Und der Besitzer hat ihn ganz vorsichtig teilrestauriert und hat darauf geachtet, dass die ganzen originalen Details an diesem Auto genau so erhalten wurden. Und das ist einfach toll. Schaut mal hier vorne, das ist der originale Teppichboden. Bekommt man heute so gar nicht mehr, das ist der erste. Und diese Farbe, die das Auto hat, der ist ja hellbeige außen lackiert und hat innen dieses tabakfarbene Originalleder. Das ist wirklich fantastisch. Also es gibt ja so einige Fahrzeuge am Markt, ich sag mal 90%, das ist meine Feststellung, die sind nicht mehr richtig gut. Die waren entweder hinten verrostet, da mussten die Kotflügel austauschen, da passte das Spaltmaß nicht mehr. Das ist sehr, sehr schwer, das zu richten. Das hat er nicht. Also er hat ein perfektes Spaltmaß, er hat eine schöne Technik, er läuft wunderbar. Zumindest das, was ich jetzt hier im Moment feststelle. Und schaut euch mal dieses traumhafte Interieur an. Also wir halten gleich mal weiter oben, dann zeige ich euch das mal im Detail. Das Auto ist eine echte Rarität. Was übrigens auch auffällt, das ist dieses Lenkrad hier. Das ist im Detail, dieser Hubring hier, noch etwas anders als das Lenkrad, was dann 1968 rauskam. Also auch die ganzen Details, auch das hier, das ist alles noch ein bisschen aufwendiger, noch ein bisschen hochwertiger als wieder 1968, wo sie dann doch vieles immer noch günstiger. Es ist leider der Trend der Zeit, dass die Autos immer billiger gebaut werden, man immer mehr spart in der Sparabteilung bei Daimler-Benz. Aber dieser hier, schaut mal hier diese wunderschöne Holzbrille hier vorne, in was für einem tollen Zustand die sich befindet, ist einfach klasse. Also es ist wirklich absolute Klasse. Auch der Chrom hier in dem Armaturenbrett, das ist alles noch hervorragend erhalten. Hier ganz vorsichtig teilrestauriert, das schöne alte Wurzelholz ist nicht kaputt. Das ist nicht zerstört worden, man hat es erhalten können. Und das gibt diesem Auto natürlich diesen fantastischen Charme, nicht? Und den Charme, den gibt es heute leider nicht mehr. Das ist das, was ich ein bisschen vermisse. Und wenn ein Auto jeweils immer 20 Jahre da im Besitz gewesen ist das ja wirklich die Gewähr dafür, dass die Besitzer sich gekümmert haben um ihre Fahrzeuge. Und das sieht man dem Auto an. Was übrigens neu gekommen ist, ist das Dach oben drauf. Sowas kostet viel, viel Geld, wenn man das richtig machen lässt. Und auch da ist er ganz toll konfiguriert. Er hat ein tabakbraunes Stoffdach, also schokoladenbraun, Sonnenlandverdeck oben, höchstwertige Qualität. Schau mal, wie schön der läuft, das ist doch toll. Was? Also so ein 111er Cabrio ist für mich ein wunderschöner Wagen zum Fahren. Er hat einen ganz hohen Nutzen. Da haben wirklich 4 Leute Platz in dem Auto. Da hinten ist ein großer Kofferraum dran, da könnt ihr mehrere Koffer mitnehmen. Das ist ein echter Reisewagen. Und wenn er dann auch diese tolle, authentische Qualität hat, hier wie unser Auto, ist das was ganz Besonderes. Ist das wirklich was ganz Besonderes? Ja, tolles Auto. Also wirklich toller Wagen. Ich meine, die 250 SE-Maschine hat ein bisschen schlechten Ruf. Das hat den Hintergrund, dass die Maschinen nicht unbedingt vollgasfest sind. Und das würde ich auch abraten. Aber auch der 280 SE ist nicht vollgasfest. Und ich meine, dieser hat hier mit 150 PS eine Höchstgeschwindigkeit von 185 Stundenkilometer. Aber wenn er die nicht über 140 bewegt, und das tut man eigentlich nicht mit so einem Cabrio, dann halten die Maschinen ewig.
Also es ist kein Vollgasauto, man dreht den auch nicht auf 6000 Touren hoch, der hat ja hier ein Drehzahlmesser bis 6000 Umdrehungen. Das würde ich euch nicht empfehlen. Aber wenn man den normal fährt, hier kann man übrigens noch sehen, dass es ein Amerikaner war. Die Tachos und so sind ausgetauscht in Deutsch, aber sieht man, das ist die amerikanische Oilpresser und Fahrenheit hier unten. Das Kombi-Instrument ist amerikanisch, macht aber nichts. Einer der seltensten Autos, die wir vom Kunden auch voll getankt bekommen haben. Meistens sind die leer gefahren und wir müssen unseren Sprit reinmachen. Das ist in diesem Fall anders, finde ich ja toll. Auch ein gutes Zeichen übrigens, ja. Aber laufen tut er wirklich schön. Also wenn man hier jetzt fährt, ist ein gesunder Sechszylinder mit einem kernigen Klang. Der wiegt 1,6 Tonnen, der Wagen. Das ist ja der Nachfolger vom Mercedes 220 SE Cabriolet. Danach kam der 250er, 220er. Also die Baureihe 111 hat es gegeben von 1961 bis 1971. Man hat die Motoren immer weiter verbessert. Und was dann dabei herausgekommen ist, ist am Ende der 3.5er. Und 3.5er, die kosten heute zwischen 300.000 und 500.000 Euro. Und dagegen ist so ein Wagen hier wirklich ein Schnäppchen. Besonders dieser ist auch gar nicht so teuer. Man bekommt ganz viele Autos und dann noch in der guten Qualität wie der Wagen. Ja, kurz mal zur Erklärung. Hier hat er ein Becker Grand Prix Radio. Das ist das originale Radio aus der Zeit. Schön im Originalzustand. Mal gucken, ob der geht. Ja, funktioniert. Es ist nur die Antenne nicht draußen, deswegen rauscht das ein bisschen. Antenne ist da vorne rechts, aber funktioniert auf jeden Fall. Hier vorne ist der Zigarettenanzünder. Zu der Zeit hat man ja noch viel geraucht, durfte nicht fehlen. Dann die schöne originale VDO-Uhr hier vorne. Und auch hier, also da ist Aschenbecher dahinter. Bitte sehr, das ist sicherlich mal benutzt worden aus der Zeit. Aber der Chrom hier vorne, Armaturenbrett, das Holz, ist exzellent gepflegt und das ist nicht erneuert. Wenn ihr euch heute mal bei restaurierten Autos dieses schöne alte Holz anguckt, ist oft sehr, sehr dick beim Oberflächenlack drüber gegangen. Das sieht dann nicht mehr so schön aus. Es hat eine dunklere Farbe. Also hier, das ist das original geflammte Wurzelholz in einem wirklich fantastischen Erhaltungszustand. Und ich meine, dass das den Wert bei so einem Auto auch ausmacht. Weil das transportiert diesen alten Charme. Die haben früher so hochwertig hier gearbeitet. Auch diese Holzbrille hier, wo die Armaturen eingefasst sind, das hat man ja später verändert. Das war dann eine Lederbrille. Und ab 1971, als dann ein 350 SL kam, da war das alles nur noch Plastik. Da war die Zeit der wirklich hochwertigen Materialien an so einem Wagen absolut vorbei. Ja, liebe Freunde, das ist wieder für mich richtig Freude am Auto. Also ich habe heute Morgen so einen Spaß, diesen Wagen zu fahren. Als der rausgekommen ist, war ich 6 Jahre alt und habe damals übrigens auch einen Urlaub in Berchtesgaden gemacht. Ich kann mich an diese Zeit noch erinnern, wo alte Käfer und so rumgefahren sind. Aber da war das hier ein absolutes Luxusauto. So ein Wagen hat immerhin 28.000 Mark gekostet, wo ein Käfer noch 4.000 gekostet hat. Also es war absoluter Luxus und ein ganz, ganz schickes Auto. Und ich genieße das heute Morgen bei dieser Sonne, in diesem schönen Wetter, absolut so einen Wagen zu fahren. Freude am Auto. Schauen wir mal hier rein. Hier ist das Scheckheft. Wir haben wie gesagt eine komplette Akte. Also hier ist die Datenkarte. Da könnt ihr sehen, es ist Matching Numbers und es ist Matching Colors. Baureihe 111 hieß das, wie gesagt, gebaut von 1961 bis 1971 und das ist hier, wie gesagt, eine amerikanische. Dann hat er hier vorne das Kundenservice-Heft, das ist da. Also der Wagen hat wirklich all das, was man braucht. Kann hier die Historie nachvollziehen in Amerika mit allen Stempelchen, wo er sich bewegt hat. Also toll gemacht und das vom ersten Tag an. Nicht? Das ist einfach eine Rarität. Sowas ist sehr, sehr selten. Oft haben dann die Besitzer, wenn die Autos im schlechteren Zustand waren, sich nicht mehr richtig drum gekümmert. Er hat wirklich alles hier. Was ist das denn hier? Achso, Owner Service Policy, alles klar. Ja, Scheckheft und dann haben wir eine ganz, ganz dicke Akte. Die hole ich jetzt mal. Die hat Paul, glaube ich, nach hinten gelegt. Ja, schau mal hier. Also da sind ab 1971 sämtliche Rechnungen vorhanden. Das ist natürlich toll, nicht? Dass das alle Besitzer haben sich um den Wagen wirklich umfangreich gekümmert. Schaut mal hier. Wollen wir doch mal rausholen, was hier alles drin ist. Erstmal was runtergefallen. Nochmal eine Datenkarte. Hier Karten, wo die früher rumgefahren sind, aus Kalifornien. Original alte California-Karte. Ist ja toll hier. Was haben wir hier? USA Accident Assistance Packet. Also man sieht, die haben sich hier wirklich um alles gekümmert. Das ist nochmal wichtig, das lasse ich mal da liegen, dass hier nichts rausfällt oder fehlt. Claims Representatives. Dann ist er in Clubs auch gewesen. California State. Also hier ist wirklich alles dabei, was diesen Wagen mal begleitet hat. Es ist wirklich alles vorhanden.
Was ist das denn hier? Hier ist Batteriegarantie, hier ist nochmal ein Check. So, also es ist wirklich hier alles vorhanden. Mal gucken, es sind übrigens auch die Rechnungen und Belege da. Schaut mal hier, dieses ganze Paket sind sämtliche Rechnungen zum Auto, durchweg dokumentiert ab 1967, was alles gemacht ist. Also jedes Jahr, wir haben von jedem Jahr Rechnung über den Wagen. Bedeutet, solange das Auto lebt, der ist mittlerweile ja 55 Jahre alt, solange ist alles dokumentiert worden. Das ist natürlich toll. Jetzt steigen wir mal aus. Ich zeige euch mal, welche schönen Details der Wagen draußen hat. Also hier lohnt es sich jetzt einfach mal, dass Paul mal direkt zu mir kommt und ich erkläre euch mal diesen Wagen, weil der hat Besonderheiten, die andere Autos nicht unbedingt haben. Also einmal geht das los hier, das sind die amerikanischen Lampen aber schon auf die deutschen Lampen umgestellt. Die hat es ab 1969 serienmäßig gegeben, auf Wunsch, wenn man das haben wollte. Ausgeliefert früher in Deutschland war der ja mit diesen großen Lampen, aber er hat die und die sind neu. Schaut mal hier ist sehr viel Geld und die sind ja normalerweise hier mal zerschossen oder kaputt. Das sind neuwertige Lichter und wer sich ein bisschen mit den Ersatzteilpreisen auskennt, der weiß, dass diese Lampen ein Vermögen kosten. Dann hat er noch die originalen dicken Chromstoßstangen in einem wirklich schönen Zustand. Er hat einen originalen Kühler hier vorne noch, das ist der erste. Also das ist alles fantastisch erhalten. Hier auch wieder die Lampen, top. Stoßstange, die kostet ja Tausende von Euro. Wenn ihr so eine neue Originalstoßstange aus dem Chrom haben wollt, ist die fast unbezahlbar. Und die hat es dann ab 1969 hier mit so einer dicken Gummilippe gegeben und das sah dann nicht mehr ganz so schön aus. Ich finde die schweren Chromstoßstangen richtig klasse auf so einem Wagen. Unterstreicht den Charakter. Dann hat er noch die zweiteiligen Radkappen. Könnt ihr das sehen? Mit dem dicken Chromring und in der Mitte der Topf. Gab es ab 1968 dann nur noch aus einem Teil. Die sind natürlich deutlich teurer. Jetzt schaut euch mal an diese Karosserie hier. Was der hier für ein tolles Spaltmaß hat, der Wagen. Da müsst ihr, wenn ihr euch ein 111er Cabrio kaufen wollt, immer darauf achten, dass das hier passt und sitzt. Das ist ganz, ganz schwierig. Und nur im Original haben die Autos so gut ausgesehen. Schaut mal hier. Das sitzt wie am ersten Tag bis unten hin und da passt auch diese ganz breite Chromleiste hier unten ohne Luft, ohne Abstand genau drauf. Da ist oft Luft bei den Fahrzeugen oder hier oben sitzt das dann nicht mehr richtig. Das müsst ihr euch angucken. Weil dieser Kotflügel, wenn der unten verrostet war und durch war, der musste ersetzt werden. Und das bekommen die Werkstätten in der Regel nicht mehr hin. Dann ist immer ein dickes Spaltmaß, da sind die Kanten rund geschliffen. Das ist ein großes Problem am 111er. Das ist hier alles nicht der Fall. Man kann ihn als Amerikaner von außen noch identifizieren. Er hat hinten die Nummernschildbeleuchtung aus Chrom. Die hat es in Deutschland nicht gegeben. Schaut mal hier. Die hat er dran gelassen. Ich finde es ein schönes Detail, weil so ist der Wagen ja ausgeliefert worden. Auch ganz wichtig. Man muss immer gucken, wie weit so ein Wagen original ist. Und wenn ich den Deckel hinten öffne, da ist ja der Tank dahinter, der 80-Liter-Tank. Schaut mal hier, da sind die originalen Aufkleber noch drauf. Das ist der erste Lack noch. Der Wagen ist mal lackiert worden einmal. Das ist aber schön und gut gemacht worden. Und hatte diese seltene Farbe hellbeige und hat dann halt im Interieur das tabakfarbene Leder mit dem tabakfarbenen Verdeck, was wirklich erstklassig aussieht. Gefällt mir total gut, ja. Und steht gut in den Federn. Also ein Cabrio, der kostet unter 200.000 Euro. In der Qualität, kann ich euch sagen, ist ganz, ganz selten am Markt. Also wenn ihr 100 Autos von diesen Fahrzeugen angeboten bekommt, dann ist vielleicht einer in der Qualität. Alle anderen, die sind irgendwann nicht mehr gepflegt worden, haben nicht mehr den Zustand. Und dann ist es ja noch wichtig, dass der nicht irgendwie in einem Weiß ist. Der hat eine ganz schicke Farbkonfiguration. Relativ selten und sieht einfach klasse aus dadurch. Ich mache euch jetzt mal vorne Motorhaube auf. Das ist unten links bei dem Auto. Schaut mal hier. Übrigens, auch wenn man hier reinguckt, das sollte Paul euch mal zeigen. Schaut mal, wie toll das aussieht hier. Das ist hier alles noch damals Chrom gewesen. Hier wunderbar erhalten. Also richtig sauber. Auch hier die Einstiegsleiste. Seht ihr, das hier unten ist original noch. Die ist nicht gerissen oder kaputt. Schwerer, schöner, dicker Chrom. Ich weiß, das formuliere ich wieder falsch, aber egal. Übrigens hier. Diese alten designten Türgriffe hat es später so auch nicht mehr gegeben. Wunderschön gemacht. Also Daimler hat sich damals wirklich darauf konzentriert, das richtig gut zu machen und zu konfigurieren. Ab 1968 haben die Autos dann anders ausgesehen. Habt ihr den Sound gehört eben von der Tür? Das muss ich nochmal wiederholen. Also so hört sich eine gute Mercedes-Tür an. Kann man das hören, Paul, wenn ich das... Habt ihr das gehört? Das finde ich einfach, das ist Sound für meine Ohren. Hier. Wapp zu. Kein Wumm oder Rumpel dich oder so. Alles nicht nötig. Ja, klasse. So hört sich ein guter 111er an. Gutes Mercedes Cabrio.
Wie gesagt, immer seltener geworden. Hier haben wir den 250 SE Motor, sind von dem Cabrio 950 Stück gebaut worden. Von allen anderen gab es sehr viel mehr. Maschine ist 1995 neu gebaut worden, ist aber nur bis Ende 67 dann geliefert worden. Dann hat man das vergrößert auf 2,8 Liter. Das war dann der 280 SE mit 160 PS. Von der Leistung ist da kaum Unterschied. Und wie gesagt, so ein Wagen fährt man ja keine 200. Also ich mache das nicht. Und ich sag mal, den könnt ihr schön 130, 140 fahren. Und das macht er wunderbar. Und der Motor klingt auch sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite dieses Fahrzeuges sieht das genauso aus. Übrigens, eigentlich mag ich ja keine Weißwandreifen, aber wenn die so diesen dünnen Streifen haben, finde ich das hier sehr, sehr schön. Das sieht wieder fein aus. Hat es ja zu der Zeit auch genauso gegeben. Und ich meine, schaut euch mal diese wunderschöne Linie an bei dem Auto. Die ist doch einfach fantastisch, wie der hier so steht morgens in den Alpen. Und er steht wirklich toll da. Auch die rechte Seite ist vorzüglich. Auch hier nochmal kurz der Geräuschtest für die Türen. Ja, so hört sich eine gute Tür an. Auch kein Geschepper von den Fenstern. Da müsst ihr darauf achten, wenn ihr einen 111er kauft und macht dann die Türen so und das scheppert da, dann sind die Führungen der Scheiben nicht mehr in Ordnung. Also an so einem Wagen kann viel kaputt sein und viel kaputt gehen. Aber wenn der immer gepflegt und authentisch erhalten ist, so hört sich eine tolle Tür an. Schaut euch mal an, der hat hier in den Türverkleidungen alles noch originales, toll erhaltenes Leder. Man hat aber hier die Seiten, die sind erneuert worden. Ich vermute, die hatten mal Risse. Das ist zwar das etwas anderes Leder, das ist halt original, das ist wunderschön hier und das ist auch rissfrei und alles. Nochmal eine kleine Empfehlung für die, die das nicht wissen, die sagen, wir wollen das alles Originalleder haben. Das ist ja wieder original hier. Da mache ich das mal nach vorne. Da ist noch das Original Roseleder. Das wird ja heute nicht mehr gebaut. Es ist einfach verboten aus chemischen Gründen. Schaut mal hier, wenn man das raustrennt hier hinten, kann man das vorne einbauen. Da habt ihr Original Roseleder auf beiden Seiten. Das hat der Vorbesitzer wahrscheinlich nicht gewusst. Und dann habt ihr auf der sichtbaren Sitzfläche das komplette neu erhaltene Leder. Also so, das ist so ein Trick, das kann man machen. Ich kenne vielleicht auch noch eine Firma, die noch ein paar alte heute liegen hat. Ein Sattler, weil das wird heute nicht mehr produziert. Und dieses schöne alte Leder von Mercedes, das sieht einfach fantastisch aus. Also ja, Mercedes 111er Cabrio, wirklich ein schöner Zustand, selten schön. Ich zeige euch mal den Kofferraum hinten. Den öffne ich mal, weil da ist ja auch Platz. In so einem Auto ist ja richtig Platz. Schaut mal hier, da ist die Persenning. Und wenn man da reinguckt, Originalaufkleber, Gummimatte von damals noch, wie sie reingehört. Schaut mal hier unten drunter. So muss ein guter originaler Kofferraum aussehen. Also wirklich toll authentisch erhalten, nirgends durchgerostet, hier vorne nicht, gar nichts. Da in diesen Mulden, Reserveradmulden sind hier oft durchgegammelt, das ist der nicht. Das ist halt dann der Vorteil, wenn ihr einen gepflegten Amerikaner habt, wo man wirklich sieht, dass der immer in guten Händen war. Das ist natürlich beim europäischen Auto nicht möglich. Wenn der einmal im Winter war und da war Salz drin, war vorbei. Die Autos hatten damals nicht so eine gute Rostschutzvorsorge und die sahen dann entsprechend schlechter aus. Das ist hier nicht der Fall. Und der jetzige Besitzer, der den Wagen auch schon wieder 10 Jahre hat, der hat den Teil restaurieren lassen, ganz behutsam. Der wusste was davon, was ein Glück. Und dann ist das Ergebnis. Ein ganz toller, authentischer 111er. Und wie gesagt, für deutlich unter 200.000, recht besprechen wir hier beim guten Kaffee, ist das Auto für ich mal ein Sonderangebot. Ihr werdet so einen schönen Wagen am Markt derzeit so gut wie gar nicht finden. Ja, jetzt wo hier die Sonne so richtig kräftig in unser Auto reinscheint, schaut euch mal hier an, wie toll dieser Teppichboden erhalten ist. Das ist der originale Teppichboden. Dieses Material gibt es heute gar nicht mehr. Die haben dann immer irgendwelchen komischen Velour da drin. Das ist der richtige, dieses zwei, ich weiß gar nicht, wie man das sah, so aus 2 verschiedenen Stoffen. Das sieht ganz, ganz fein und ganz, ganz edel aus. Hier das braune Armaturenbrett im Leder hier unten, das ist alles noch in einem spitzen Zustand. Das ist bei so einem 111er absolut eine Rarität. Das ist ganz, ganz selten, dass die Autos so hervorragend gepflegt sind. Jetzt muss ich mal da drunter gucken. Den kriege ich jetzt nicht ablassen, da ist egal. Aber auch alles original, nichts kaputt. So, unser Wagen, unser Auto hat eine Automatik, das könnt ihr hier vorne sehen, das ist eine Lenkradautomatik. Hier vorne haben wir die Schaltkulisse. Übrigens hier Emergency, hier könnt ihr auch sehen, das ist ein US-Auto. Emergency-Schalter, wenn irgendwas passiert ist. So, das ist jetzt
Der 4. Gangauto hat ja eine 4-Gang-Automatik. Ich meine, aus der Zeit, die Automatikgetriebe, die rucken immer so ein bisschen, das ist normal, das ist bei einer Pagode ganz genauso. Deswegen gibt es manchmal Leute, die wollen eine Schaltung lieber haben, aber ich sag mal, ist ein bisschen gemütlicher mit einer Automatik zu fahren. Amerika ist ja sowieso Automatik bekannt. Habt ihr dieses leichte Rucken gehört? Das ist völlig normal bei den Autos. 3.5er haben das nachher einen Tick besser gehabt, aber als ein 3,5 Liter Cabrio kostet mehr als doppelt so viel. Und in dieser Qualität hier, das Auto ist wirklich eine Rarität. Das kann ich euch wärmstens empfehlen, wenn der weg ist. Also nochmal so ein Auto zu besorgen um den Preis ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Das bekommt man einfach nicht. Und die restaurierten Autos, die es heute überall gibt, die mögen ja gut sein. Aber was sie nicht haben, ist diesen Charme der Originalität. Den finde ich wichtig. Dieser schöne Geruch aus der Zeit, die es noch gibt. Morgen. Ja, macht echt Freude. Also das sind so die Tage, die ich wieder völlig genieße. So eine Fahrt in so einem Cabrio. Jetzt haben wir mal das Dach draufgelassen heute Morgen. Es zieht überhaupt nicht hier, weil der keinen Mittelpfosten hat. Kannst schön den Arm draußen lassen. Übrigens hier dieser wunderschöne Rückspiegel, der so schön gebogen ist, hat es ab 1968 auch nicht mehr gegeben. Dann sind die einfacher gewesen. Das ist noch der schöne, elegante Chromspiegel aus Mitte der 60er Jahre. Finde ich total gut, schönes Detail. Also ich sage mal, die Laufleistung, wir wissen, das müssen wir mal recherchieren, nicht ganz genau, wie viel der wirklich gelaufen hat. Nur wenn ich mir die Lederpfeifen angucke, das Auto kann nicht viel gelaufen haben. Weil ich weiß ganz genau, ich habe bei 111er schon 100 Stück verkauft, ich weiß ganz genau, wie Ledersitze aussehen, wenn die sehr, sehr alt sind und wenn der 200.000 gelaufen hat. Das kann der nicht gelaufen haben. Und wenn der weiter so gepflegt wird, da könnt ihr ganz sicher sein, der geht im Preis nicht runter, der geht im Preis hoch. Naja gut, und dann muss man vielleicht auch mal 10.000 Euro in die Hand nehmen, wenn irgendwas ist. Aber man hat eine Riesenfreude, man fährt sicheres Kapital durch die Gegend. Ja, und ich genieße das halt. Also das ist für mich eine Auszeit. Ich schwelge dann in alten Zeiten, wo das nicht so hektisch war, wo das alles anders war. Und dieses Entschleunigen, das transportiert das Auto auch. Es ist absolut gemütlich, mit dem Wagen hier durch die Landschaft zu gleiten. Er ist ja auch verhältnismäßig groß, er ist ja fast 5 Meter lang. Fährt sich aber dank der Servolenkung sehr, sehr leicht, also ist auch für Damen sehr gut zu fahren und ist einfach ein schicker Wagen. Also für mich einer der schönsten Formen, die Mercedes jemals gebaut hat, mit einem ganz, ganz hohen Nutzfaktor. Man hat ja auch Platz, nicht, wenn man hier drin sitzt, also die Beine sind fast gerade ausgesteckt, ich habe den Sitz nicht mal ganz hinten, also man sitzt ganz gemütlich. Was man vielleicht machen sollte, es gab früher noch Nackenrollen, die fehlen im Auto, das waren extra. Und Gurte würde ich vielleicht auch empfehlen, so aus Sicherheitsgründen, das könnte man vielleicht einbauen. Das hat er nicht, aber in den USA hat man sich damals wohl nicht so drum gekümmert. Ja, hat der Besitzer halt nicht bestellt. Wie gesagt, Colorglas hat er, Automatik hat er und laufen tut er herrlich. Also schaut euch mal an, wie schön das Auto fährt hier. Wie gemütlich und seicht er durch die Landschaft gleitet. Ja, echt ein schönes Auto, wirklich ein schöner Wagen. Ja, auch hier oben, das ist der originale Spiegel. Das waren früher noch Chromspiegel. Ich sehe gerade, hat der Service gar nicht richtig sauber gemacht. Ne? Nee, aber das muss man doch sauber machen. Früher gab es das ja hier dann in Plastik, leider. Das hat alles nicht mehr so schön ausgesehen. Hier auch die Seitenscheiben. Guck mal hier, die kleinen Dreiecksfensterchen. Kein Rost hier. Der Chrom ist tipptopp in Ordnung. Und das ist der erste Chrom. Auch hier, das hat man ja alles in schönem Chrom gemacht. Fast neuwertig, kann man sagen. Fast neuwertig. Und sowas ist wirklich selten. Also ein 111er Cabrio mit Wurzelholz in diesem tollen, authentischen Zustand ist eine Rarität. Da könnte man noch mal eine schöne weite Reise mitmachen. Herrlich, ne? Ja. Einmal nach Italien fahren mit dem Wagen, das Dach drauf lassen, falls es zu heiß ist. Ich habe das gerade mit meinem Kollegen Paul besprochen. Es ist ja so schwer, an solche Autos zu kommen. Also wenn ihr sowas habt, toll, original. Ihr wisst, dass ich da ein totaler Fan von bin. Selbstverständlich sind restaurierte Autos auch gut. Aber ich persönlich, ich kenne noch die Zeit und die Originalität, die Gerüche, wie das ausgesehen hat. Und da stehe ich total drauf. Wenn ihr originale Autos kennt, ruft mich bitte an, da bin ich sofort da. 08036 und dann die 7004. Oder die Kollegen in Hamburg, das ist 040 25 33 5000. Die sind ja direkt am Airport in Hamburg, also Originalfahrzeuge in Cargold-Qualität.
Also wir haben auch alle jetzt im Kollegenkreis besprochen, wo wir auch ein paar mehr Jungs jetzt zusammen haben, nur Top-Autos. Also alles andere machen wir nicht. Ich meine, es gibt manchmal so Raritäten, die ganz, ganz selten sind. Da muss man dann Kompromisse eingehen, die müssen dann restauriert werden, okay. Aber es muss Cargold-Qualität sein. Bitte bietet uns sowas an, da suchen wir wirklich händeringend danach. Es ist halt auch ein Markt, der sehr, sehr hart umkämpft ist weltweit. Ich meine, es gibt immer mehr Fans weltweit für alte Autos, aber diese Modelle werden ja nicht mehr, die werden ja gar nicht mehr gebaut. Das bedeutet, dass automatisch die Preise weiter steigen werden. Es gibt immer mehr Freaks für solche Autos. Wir merken das ja mit unseren Filmen, wen wir jetzt neuerdings alles erreichen. Wir haben ganz, ganz viele neue Kunden gewonnen über die Filme. Leute, die Geld haben, aber die bisher gar nicht wussten, dass alte Autos so eine tolle Sache sind. Und in unseren Filmen kann man ja sehen, wie gut die rüber sind, kommen, was die Spaß machen, welche Freude am Fahren und am Auto da eigentlich der Fall ist. Und deswegen kann ich euch sagen, es ist nicht nur eine stabile Wertanlage, das ist Geschichte, das ist Historie, das ist Entspannung. Einfach eine tolle Sache und deswegen mache ich meinen Beruf auch so gerne. Kann ja sein, wenn es dann Filme in 20 Jahren von mir gibt, so Gott will, dass ich so alt werde, fahre ich die immer noch. Ich habe einfach Spaß daran und ja, es gibt immer mehr Leute und das merken wir durch die Filme, die das auch haben. Seht ihr übrigens auch an den Kommentaren. Natürlich werde ich auch mal kritisiert, auch zu Recht. Ich mache manchmal ein paar Dinge falsch, aber das kann ich habe es nicht gelernt. Ich werde das auch in Zukunft nicht hundertprozentig machen können. Aber bitte bietet mir tolle Autos an, davon leben wir und die sind bei Cargold genau richtig. Ich habe ja nicht umsonst mir diesen Namen Cargold überlegt. Das ist einfach das Wertvollste am Auto. Das ist ja meistens Gold oder Diamanten, also haben wir es Cargold genannt. Also wie gesagt, Cargold-Qualität immer uns anbieten, sind wir sofort dabei. Das ist auch in zweiter Linie eine Preisfrage. Also wirklich tolle Autos erzielen immer ihr Geld. Gibt es immer den Preis dafür, weil das sind Raritäten, die bekommt ihr nicht an jeder Ecke. Und wir achten darauf, dass ihr euch auch nicht verkauft. Das ist ganz wichtig. Wir haben genügend Erfahrung. Ich mache das mittlerweile fast 37 Jahre lang. Ich habe alles schon mal da gehabt. Ich kann das einigermaßen einschätzen. Wir haben ein sehr, sehr gutes Service-Team, was euch wirklich sagen kann, der ist gut und der nicht. Wir gucken immer noch mal drunter. Fährt er auch schön, dafür ja auch diese schönen Fahrten hier. Also ich habe eben gemerkt, der hat ein bisschen Spiel hier am Lenkrad, da müssen wir mal gucken, was das ist. Ansonsten läuft der toll, der Wagen. Ja, da ist wieder Beuerberg. Jetzt haben wir unseren wirklich schönen 111er Cabrio-Film sehr, sehr schön beendet. Und ich möchte jetzt euch noch mal ganz kurz was in eigener Sache sagen. Und zwar, ihr habt ja mitbekommen, dass wir uns vergrößert haben. Und wir brauchen für unser Team noch wenigstens 3 Kollegen. Und zwar brauchen wir 2 Büroleiter. Das können auch Leute sein, ich sage mal zwischen 25 und 50 mit Erfahrung, bisschen Referenzen. Büroleiter für Rosenheim hier, Beuerberg, das sind ja 2 Betriebe. Und auch ein Büroleiter für die Technik, intern, Service, Telefon und so weiter, Empfang, brauchen wir auch für Hamburg. Also wenn ihr da jemanden kennt, gute Leute, die Benzin im Blut haben, die Lust haben auf das, was wir machen, bitte uns anrufen. Bei cargold.com habt ihr alle Kontaktdaten, da freue ich mich, euch kennenzulernen. Ja, bis zu eurem nächsten Film. Ich sage jetzt alles Gute, euer Stefan Luftschütz und bis bald. Tschüss.